dem Test des Rocket Wing S haben wir für euch auch hier das normale Rocket Wing, was eher in Richtung Freestyle und Freeride geht. Hier in 4.8 hat das Board 50 Liter. Die Double Bamboo Konstruktion macht insgesamt einen robusten Eindruck und alles ist wirklich sehr sauber verarbeitet. Für ein Board mit 50 Litern besitzt das Rocket Wing ein wirklich extrem frühes Aufstiegsvermögen. Klar, auch hier ist ein Sitzstart, also vom Sitzen ins Knien und vom Knien ins Stehen, ist hier die Ansage. Aber auch für die Tester, die zwischen 75 und 85 Kilo wiegen hier, ist das Starten überhaupt kein Problem. Und auch im Vergleich zum Rocket Wing S ist das Ganze hier deutlich einfacher. Klar, man darf dabei aber nicht vergessen, man braucht wirklich einen sehr gleichmäßigen, ordentlichen Zug im Wing, angepasst an die jeweilige Windstärke logischerweise und die verwendete Winggröße. Denn längere Verdrängerfahrten oder bei etwas schwankendem, böigem Wind ist das Ganze halt doch auch hier eine anspruchsvolle Geschichte. Sehr angenehm ist auch hier die Formung der Deckslinie. Wir haben insgesamt ein leicht konkav geshaptes Deck mit einem leicht ansteigenden Vorfuß, sodass man hier intuitiv, ob strapped oder strapless, sehr, sehr leicht seine optimale Standposition und für jedermann den richtigen Druck auf vorderem und hinterem Fuß findet. Zudem zeigt es sich auch wirklich sehr neutral, was die Auswahl des unterschiedlichen Flügels, also des Foils unter dem Brett angeht. Wir haben mit verschiedensten Modellen unterschiedlicher Streckung und auch Quadratzentimeterzahlen hier zwischen 900 und 1250 getestet. Und mit allen unterschiedlichen Modellen war das Ganze hier überhaupt gar kein Problem, einen neutralen Trim einstellen zu können. Klar, in Kombination mit kleinen, schnellen Foils fühlt sich das Ganze hier natürlich aufgrund der geringen Größe schon mal per se gut an. Nichtsdestotrotz ist auch wichtig, wie die Volumenverteilung ist, der Rail-Shape und so weiter und so fort. Und hier ist auch der Kompromiss der Länge zur Bordbreite so gut gelungen, dass die einzelnen Manöver trotz der geringen Größe in der Relation einfach fallen. Vergleicht man das mit dem zuvor von uns getesteten Rocket Wing S, stellen wir da fest, dieses war halt noch etwas direkter von der Steuerung, wenn aber auch halt das Rocket Wing wirklich ganz präzise auf jede Form von Fußsteuerung dementsprechend reagiert und alles ganz genauso umsetzt, wie der Fahrer das möchte. Ob man es gemütlich über die Yaw-Achse dreht, wie hier, oder insgesamt etwas radikaler über die Rolle. Stets wird der Impuls hier wirklich ganz genau auf den Flügel übertragen. In der Größe von 4.8 eignet sich das Rocket Wing natürlich sehr gut zum Springen. Die Kürze sorgt für schnelle Rotation und die etwas breitere Nose und auch insgesamt die etwas höhere Bordbreite gegenüber dem Rocket Wing S machen die Landung nochmal stabiler und leichter. Und auch halt das Durchfeulen ist hier doch leichter gegeben als beim deutlich schmaleren Rocket Wing S. Der Scoop, also die Aufbiegung der Nase, ist so geshaped, dass einerseits hier das Wasser optimal beim Angleiten wieder unter das Brett geleitet wird, aber auch, dass man nicht einspitzelt bei normalen Straight Jumps und bei der Landung, selbst wenn auch mal ein bisschen zu viel Gewicht auf dem vorderen Fuß ist, snappt die Nose einen immer wieder aus dem Wasser heraus. Klar, in dieser Klasse müssen wir gerade auch beim Springen nochmal einen Blick auf die Verarbeitung werfen, aber die Double Bamboo Konstruktion im Decksbereich und die Single Bamboo auf der Unterseite gehören von den Bauweisen schon mit zum
bruchfestesten, was es heutzutage so zu kaufen gibt. Auch wenn das Rocket Wing S in der Eignung in der Welle halt nochmal einen kleinen Tick agiler, nochmal einen Tick direkter ist als das Rocket Wing, eignet sich dieses Board hier in 4.8 trotzdem sehr gut dafür. Gerade in dem Mix erreicht es immer noch gute bis sehr gute Werte, weil die Steuerung einfach sauber übertragen wird. Die Bevels sind so angeschrägt, dass auch stärkere Neigung auch mit einem kürzeren Mast kein Problem darstellen. Wenn man jetzt mal ein bisschen Kontakt zur Welle hat, dann frisst sich das Board niemals fest, bleibt immer gut am Laufen. Zudem sind alle diese Boards von F1 leicht durchgerockert. Das hilft auch immer, dass das Board nicht fest hängen bleibt. Und wie gesagt, wir haben hier eine insgesamt sehr steife Konstruktion, sodass auch die Pumpimpulse absolut direkt beim Flügel ankommen. Klar, gibt immer was zu meckern. Im Custom-Made-Sektor geht diese Volumen- und Bordgröße vielleicht nochmal 1 Kilo leichter. Und alles, was man nicht an Trägermasse bewegen muss, geht natürlich dann wieder in die Performance über, weil man einfach dafür mehr Kraft hat. Das soll aber die gute bis sehr gute Leistung in der Welle hier von diesem Board nicht schmälern, da die Customs dann in der Regel auch nochmal deutlich teurer sind. Einen wirklich äußerst vielseitigen Spaß im Freeride- und Freestyle-Sektor und auch in der Welle kann man mit diesem Board haben bei einem Körpergewicht zwischen 50 und 90 Kilogramm. Je nach Gewicht sollte natürlich das Fahrkönnen vom Intermediate, also auch für Kinder, die jetzt schon einfach hin und her fahren können, vielleicht eine normale Halse, ist das hier von der Größe gar kein Problem. Bis hin natürlich bei den durchschnittlich 80, 85 Kilo schweren Personen. Hier sollte dann definitiv ein Sitzstart die Grundvoraussetzung sein und auch das Durchfahren sicherer Manöver. Klar, das Ganze hat hier wenig Widerstand, auch im Wind. Die Boards sind insgesamt bei F1 alle recht dünn. Dementsprechend eignen sich natürlich auch schnelle Flügel mit wenig Widerstand in der Kombination sehr gut. Bei einem Preis von momentan durchschnittlich 1200 € kann man hier klar sagen, das Konzept halt ein modernes und intuitiv zu bedienendes Wingboard zu designen, was auch in den kleineren Volumengrößen die Einfachheit des Sports klar macht. Logisch, die Kombination ausreichende Windstärke gehört einfach bei dieser Größenordnung dementsprechend dazu. Aber alles, was man hier auch seitens von F1 verspricht, ist zutreffend. Und schauen wir nochmal auf den hausinternen Vergleich. Da ist klar, das Rocket Wing ist etwas mehr für denjenigen, der ein bisschen mehr Freestyle und Springen sucht. Und das Rocket Wing S wird für denjenigen, der die Welle bevorzugt, noch mehr Spaß bringen.